In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie wir Caldo dazu verwenden können, um die Anschlagdynamik eines beliebigen Instruments oder anderen Audiosignals zu simulieren. Ich zeige außerdem, wie wir diese Anschlagsdynamik in Cubase auf das Modulationsrad unseres Keyboards legen können und damit stufenlos regulieren können. Let's go! Caldo lässt sich also grundsätzlich auf jede Art von Audiosignal einsetzen, um damit die Anschlagstärke zu simulieren. Ganz besonders spannend ist das für alle Instrumente, die von Natur aus keine eigene Anschlagstärke haben und mit denen man die eben mit Caldo sehr detailliert gestalten kann. Ich zeige das Vorgehen hierfür einmal an diesem Bass-Synthesizer in Cubase. Der hat grundsätzlich von sich aus keine Anschlagsdynamik und wir wollen Caldo nutzen, um ihm dieselbige zu geben. Dafür öffne ich die Kanaleinstellungen auf dem Bass und lade hier als Inset-Effekt Reaktor 6 in der Effektvariante rein. Hier drin kann ich nun Caldo öffnen. Caldo bringt grundsätzlich 64 Presets mit, die für viele praktische Anwendungen gestaltet worden sind. Wir suchen uns mal hier in der zweiten Liste den Louder Bass als Preset und haben damit direkt ein Preset, mit dem wir starten können. Der wichtigste Regler in Caldo ist dieser große Intensity Slider hier in der Mitte, mit dem wir eben die Anschlagstärken simulieren können. Bei Position 64 ist dieser Slider in der Neutralposition, hier verändert sich das Signal des Basses also nicht. Die sanfteren Anschlagstärken unterhalb dieses Wertes werden von den beiden Effektmodulen Filter und Transient Cut gesteuert, die auf der anderen Seite durch die oberen 6 Effektmodule. Auf diese Weise können wir direkt mit dem Preset starten und uns die verschiedenen Intensitätsstufen anhören, indem wir den Regler bewegen. Caldo ist NKS-kompatibel, das bedeutet, dass sich alle wichtigen Parameter über die Controller auf NKS-fähigen Keyboards steuern lassen, darunter natürlich auch der große Intensity-Slider hier in der Mitte. Wir können diesen Intensitätsslider aber auch mit jedem anderen MIDI-Controller verbinden, indem wir in Cubase die Quick Controls nutzen. Und damit möchte ich einmal zeigen, wie wir das auf das Modulationsrad legen. Dafür öffne ich einmal in der linken Seite im Inspektor den Bereich für die Quick Controls. Hier liegen im Moment 8 verschiedene Quick Controls, die Parameter des Synthesizers steuern und die möchte ich hier für diese Anwendung einmal entfernen. Anschließend klicke ich auf den Learn-Button und bewege in Caldo den großen Intensity Slider, um den mit dem Quick Control Nummer 1 zu verknüpfen. Nun kann ich Learn wieder deaktivieren. Ab jetzt lässt sich die Anschlagstärke des Basses also schon über Quick Control Nummer 1 steuern. Jetzt habe ich nur noch einen Schritt vor mir, nämlich Cubase beizubringen, dass das Modulationsrad Quick Control Nummer 1 steuern soll. Dafür schließe ich Caldo einmal. Nun klicke ich auf Studio und Studio-Einstellungen und wechsle hier oben in die Spur Quick Controls. Hier kann ich nun den MIDI-Eingang, mein Keyboard auswählen oder auf All MIDI-Inputs stehen lassen. Jetzt möchte ich Quick Control 1 mit meinem Mod Wheel verknüpfen, klicke hierfür auf der rechten Seite auf Lernen, wähle das erste Quick Control aus und bewege nun mein Modulationsrad auf dem Keyboard. Nun kann ich Lernen deaktivieren, übernehme die Einstellungen, bestätige mit OK und bin fertig. Nun kann ich die Intensität meiner Bassspur also über das Modulationsrad steuern. Das schauen wir uns direkt mal an. Und diese Bewegung des Modulationsrades lässt sich nun beispielsweise als Automation der Quick Controls aufnehmen oder auch als MIDI-Controller-Daten des Modulationsrades. Ich würde das mal zeigen mit den Quick Controls. Dafür klicke ich hier einmal auf Write und kann nun die Aufnahme starten und aufnehmen, wie ich das Modulationsrad bewege. Auf diese Art und Weise lässt sich also die Intensität, die Anschlagstärke für jede Art von Instrument simulieren. Und zwar nicht nur für die Instrumente, die von sich aus keine Anschlagdynamik haben, sondern auch für die, deren Anschlagdynamik wir damit vielleicht erweitern wollen und die wir in der Intensitätsdynamik noch verstärken wollen. Weitere Tutorials rund um Caldo in der Praxis gibt's auf meinhomestudio.de/caldo.
Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und macht's gut.